Dies ist die Geschichte von einem Rohr, das die Welt verändert hat. Das ist die größte Rohrdimension, die für Gasleitungen je verbaut wurde. Dieses Rohr wurde erbaut mitten im Kalten Krieg. Man musste also doch einigermaßen hart im Nehmen sein. Dieses Rohr ist ein Jahrhundertbauwerk. Tausende DDR-Bürger haben daran mitgebaut. Im Namen der Freundschaft. Furchtbar Freundschaft. Mann, bis zur Bewusstlosigkeit. Dieses Rohr verbindet den Osten mit dem Westen. Wie die Pipeline gebaut worden war, darüber habe ich ehrlich gesagt, wie alle Westdeutschen, niemals auch nur einen Gedanken verschwendet. Die Geschichte dieses Rohrs ist voller Geschichten. Das große Abenteuer im Wilden Osten, es ging ja nur Richtung Osten, was anderes war ja gar nicht möglich. Und das war halt die große Chance. Dieses Rohr ist die Trasse. Ich war fasziniert von der Weite der Birkenwälder. Also das hat mich schon irgendwie geflasht. Das war Winter, überall Schnee, Birke, Schnee, Birke, Schnee, Birke, Schnee. Alles, es war immer nur eine Einöde, eine unendlich lange. Und die Städte wurden immer kleiner und die Architektur wurde immer abenteuerlicher. Da, wo wir dann ausstiegen, da war dann noch nicht mal mehr Blockhütte. Da war dann gar nichts mehr. Das war eine IL-18, kann ich mich noch erinnern. Also Turboprop-Maschine. Und von Kiew aus fuhren dann die Busse, je nach Standort 6 bis 8 Stunden. Der erste Eindruck war ärmlichste Dörfer mit schlechtesten Straßenbedingungen. Ich habe das Autofahren auf dem Weg nach Tallinn gelernt. Das sind knappe 2000 Kilometer, die wir gefahren sind. Wir waren pro Auto 3 Personen. Die Koffer waren in 2 Etagen auf dem Dach festgemacht. Und auf diese Art und Weise sind wir losgefahren. Die Geschichte der Trasse ist ein Abenteuer von Anfang an. Hunderttausende Arbeiter aus den Staaten des Ostblocks, unter ihnen mehr als 25.000 DDR-Bürger, brechen in den 70er und 80er Jahren auf in die Sowjetunion, zur größten Baustelle des 20. Jahrhunderts. Dahinter steckt ein sozialistischer Tauschhandel. Arbeitsleistung gegen sowjetisches Erdgas. Mit dem Geschäft ist auch der Westen. Er liefert Rohre und Technik, stellt gigantische Kredite und erhält dafür ebenfalls sowjetisches Erdgas. Bis heute hat das große Rohr 2 Namen. Im Osten Deutschlands heißt es die Trasse. Im Westen spricht man vom Erdgasröhrengeschäft. Was wir damals als DDR-Bürger alle gar nicht wussten, dass die Grundlage für den Bau der Druschba-Trasse das Gasröhrengeschäft gewesen ist, gegen den Willen von vielen Politikern im damaligen Kalten Krieg, sowohl in den USA in erster Linie als auch in Deutschland. Die beiden deutschen Staaten bauen am selben Strang. Die Erinnerung an das Jahrhundertbauwerk Trasse ist bis heute geteilt. Ich glaube, es gab auf beiden Seiten kein großes Interesse, ein Gesamtbild zu vermitteln. Die DDR hielt sich ja zumindest im Rahmen des Ostblocks nicht ganz ohne Grund auch für ein technologisch fortgeschrittenes Land und musste nun erleben, dass sie zwar die Arbeitnehmer stellen durfte, aber nicht die Technik lieferte. Und umgekehrt, in Westdeutschland war es so, dass man überhaupt nicht wissen wollte, dass die Verwandten in der DDR damit beschäftigt waren, dieses Projekt vom Projektstatus überhaupt in die Wirklichkeit zu übersetzen. Das Gas für die Deutschen in Ost und West, es lagert im Westen und im hohen Norden der Sowjetunion. Die sowjetischen Erdgasfunde, die in den 60er Jahren ja erst beginnen, erweisen sich
sehr rasch als die bedeutendsten Ressourcen, die es in Europa und Asien überhaupt gibt. Also einzelne große Lagerstätten im Westural oder später auch in Westsibirien hätten ausgereicht, um viele, viele Jahrzehnte die Bundesrepublik allein mit Erdgas zu versorgen. Ich war der Erste aus Westdeutschland, der überhaupt dorthin fliegen durfte, weil vorher war das für Journalisten gesperrt gewesen, Sperrgebiet. Es war eben wirklich beeindruckend zu sehen, was für einen Menschenschlag diese Arbeit macht. Das sind ganz besondere Leute, die sich auch besonders fühlen. So ein bisschen vergleichbar, wie ich mir vorstelle, wie es im wilden Westen der USA gewesen war, so war es im hohen Norden Russlands. Ich war, ich glaube, 24 Stunden unterwegs, selbst von Moskau aus gesehen, mit verschiedensten Unterbrechungen, weil natürlich es auch nicht so ohne weiteres klappte. Und das Erstaunlichste, das Beeindruckendste war eigentlich der Flug dann mit dem Hubschrauber. Das ist nicht Sibirien. Die Russen sagen Dalny, ne, also hoher Norden. Das ist anders als Sibirien. Ja, keine Wälder und sie sehen von den Rohren relativ wenig. Das ist aber ja nicht so ein Bauwerk wie die chinesische Mauer. Man kann es nicht sehen, das Erdgas. Man kann es nicht schmecken. Es kommt irgendwie aus dem Boden und macht sich auf den Weg über diese irre weite Entfernung. Von 1975 bis 1979 erbaut die DDR gemeinsam mit weiteren sozialistischen Staaten die Pipeline Soyuz. Sie beginnt ganz am östlichen Rand des europäischen Kontinents in Orenburg und führt bis zur ukrainischen Westgrenze bei Uschgorod. Sie ist 2750 Kilometer lang, wovon rund 550 Kilometer die DDR erbaut, als Projekt Druschba-Trasse. In den 80er Jahren folgt das zweite große Trassenprojekt, das zentrale Jugendobjekt Erdgastrasse. Eine Pipeline, die die Erdgasfelder von Urengoy mit Westeuropa verbindet. Die DDR verlegt insgesamt 1000 Leitungskilometer. Bis heute sind diese Pipelines ein zentraler Bestandteil der europäischen Energieversorgung. Im April 1975 machen sich die ersten Vortrupps auf den Weg in die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, an die Druschba-Trasse. Ihr Ziel die Kleinstadt Talnoje. Mit dabei der 25-jährige Kraftwerksingenieur Hilmar Enke. Wir hatten eigentlich die Aufgabe, Kiew zu umfahren und dann Richtung Talnoje zu fahren. Ich habe gesagt, wir müssen Blumen kaufen. Meine Frau hatte Schleifen anfertigen lassen, wo dann drauf stand von den Erbauern der Druschba-Trasse aus der DDR. Ich sage, wir müssen, wenn wir in Talnoje ankommen, da steht ein großes Lenin-Denkmal. Und es kommt bestimmt gut an, wenn wir an diesem Denkmal Blumen niederlegen. Als Hilmar Enke und seine Begleiter ankommen, sind sie die ersten Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem 27 Millionen Sowjetsoldaten und Zivilisten ihr Leben ließen, den die Deutschen über das Land gebracht haben. Man muss sagen, dass durch Talnoje und dieses Gebiet die Front 7-mal hin und her gezogen ist. 7-mal wurde das Land verwüstet, wurden die Menschen hingeschlachtet. Für die sowjetischen Menschen war das Wichtigste, dass nie wieder Krieg komme. Das Wort Frieden war immer das erste Wort im ersten Trinkspruch, wenn man irgendwo zu einer Feier gewesen ist. Nur 30 Jahre sind seit dem Krieg vergangen. An vielen Häusern hängen rote Sterne. Jeder dieser Sterne steht für einen im Krieg gefallenen Soldaten. Dieses Mal kommen die Deutschen in friedlicher Absicht. Druschba heißt Freundschaft. Wir kamen als Brüder und Schwestern und als die Mitaufbauer des Sozialismus in ihrem Land. Und das hat uns immer sehr überwältigt. Wenn man durch die Dörfer gefahren ist, dann kam es vor, dass die kleinen Jungs
an der Straße standen und uns mit dem Hitlergruß begrüßt haben. Warum ist das so in dem Land? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe das erklärt. Natürlich gab es über Deutschland hauptsächlich Filme über den Krieg. Und was haben die Kinder, die diese Filme auch gesehen haben, gelernt? Na, eben diese Gesten. So, und die dachten, sie tun uns was Gutes an. Die 13.000 Einwohnerstadt Tallneue, heute Tallne, ist einer der ersten Trassenstandorte. Hunderte Deutsche kommen in den nächsten Jahren hier an. Die ältere Generation war ein wenig zurückhaltend. Manche waren noch von den leidvollen Erinnerungen an den großen Vaterländischen Krieg geprägt. Heute sagen wir, der Zweite Weltkrieg. Fast jede Familie hat ja jemanden im Krieg verloren. Ludmila Nestrugina, damals 25 und Funktionärin der sowjetischen Jugendorganisation Komsomol, hat von Berufswegen schnell Kontakt zu den Deutschen. Die Gespräche waren für uns etwas Außergewöhnliches. Das war etwas ganz Neues, eine Begegnung mit Europa. Wenn man sich unterhalten hat, dann sagten die Älteren, es sind ja die Hänse. Eigentlich sind sie ja unsere Feinde. Aber dann, für die junge Generation waren es eher die Arbeiter, die uns eine Perspektive in die Stadt brachten. Und wir waren ja die jüngeren Leute. Daher haben es schließlich alle begrüßt. Iwan Chmelnyzkyj ist in Tallne groß geworden. Die Trasse gab ihm wie vielen anderen einen Job und eine Perspektive. Tallne war eine Region, aus der die Jugend wegzog, um zu studieren oder zu arbeiten. Seitdem die neuen Wohnhäuser gebaut wurden und ein eigenes Einkaufszentrum für das Wohngebiet, Družba heißt es, Sie haben es ja gesehen, blieben mehr von ihnen hier in der Stadt. Die DDR baut in Tallne für die späteren Betreiber der Pipeline eine komplett neue Wohnsiedlung mit allem drum und dran. Wir haben Straßen gebaut in Gegenden, wo es noch nie Straßen gab, wo uns die Leute um den Hals gefallen sind und gedankt haben, dass sie das erste Mal in ihrem Leben auf einer Straße gehen können ohne Gummistiefeln. Die konnten das gar nicht glauben. Da ist eben dann auch der Pupe raus und hat die dann mit allen Brimborium gesegnet. Es sind ja auch herrliche Erlebnisse, also eine Straße geweiht zu kriegen von einem orthodoxen Priester. Ihre Baustellen sahen so ordentlich aus. Alles sauber und aufgeräumt. Nicht so wie bei uns. Ziegel und Dreck liegen noch 3 Jahre nach der Fertigstellung überall herum, sodass man das Grundstück kaum betreten kann. Bei ihnen war es anders. Es war sehr anständig, wie Ukrainer es sagen, und wir haben davon gelernt. Wir haben ihre Ordnung und Pünktlichkeit übernommen. Genau um 12 machten sie Mittag. Um 5 oder sagen wir 5:30 war Feierabend und sie gingen nach Hause. Anders als bei uns. Manche erschienen gar nicht, andere kamen viel zu spät. Nichts dergleichen bei den Deutschen. Das hat mir sehr gefallen und das habe ich mir abgeguckt. Bisher gebe ich mir Mühe. Haben Sie bemerkt? Ich hatte versprochen, heute genau um 1:30 zu kommen. Und genau um 1:30 war ich hier. Die Trassen sind ein Stück Jahrhundert-Energiegeschichte. Ein Inbegriff des Übergangs vom Kohle- zum Erdgaszeitalter und zugleich die größte Auslandsinvestition der DDR überhaupt. Erdgas ist im Vergleich zur Kohle wirtschaftlicher und bis hinein in die privaten Haushalte einfacher zu handhaben. Für die DDR ist dieser Übergang vor allem eine Herausforderung. Ihre Ziele sind ambitioniert. Staatschef Walter Ulbricht träumt sozusagen von blühenden Landschaften. Nur mit der einheimischen Braunkohle aber kann sein großer Plan nicht aufgehen. Der 5-Jahr-Plan, der große Plan des Kampfes um die Gestaltung eines friedlichen, fortschrittlichen Deutschland, dem nach Beseitigung der Kriegsfolgen das Lebensniveau des Volkes, das Lebensniveau im imperialistischen Deutschland bedeutend übertreffen wird.
wird sich erweisen, ein Tempo der industriellen Entwicklung pro Jahr zu erreichen, welches für kein kapitalistisches Land erreichbar ist. Ulbricht hatte große Pläne. Er wollte die DDR zu einem Hightech-Land im Rahmen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also dem Comecon, entwickeln. Dafür brauchte er Rohstoffe, möglichst billige Rohstoffe, und die konnte er in großem Umfang nur aus der Sowjetunion bekommen. Es ging um Eisenerz, es ging um Erdöl und es ging seit Mitte der 60er Jahre auch um Erdgas. Auch der andere deutsche Staat hat Erdgas aus der Sowjetunion seit den 50er Jahren auf dem Wunschzettel. Trotz des Kalten Krieges und amerikanischer Boykottaufrufe. Die Beteiligten auf wirtschaftlicher Seite und auch in der Politik, die es vorangetrieben haben, hatten eigentlich einen guten Riecher. Sie wussten, dass der Energiebedarf der boomenden deutschen Wirtschaft massiv steigen würde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir hatten 1974, 1975 die ersten sogenannten Energiekrisen, die ja eigentlich keine Krisen waren, dass nicht genug Energie vorhanden war, sondern es war ein Versuch, im Nahen Osten sich als Kartell zu organisieren und den Hahn mal kurz abzudrehen, um die Preise nach oben zu treiben. In den frühen 70er Jahren jagen die sogenannten autofreien Sonntage den Westeuropäern einen gehörigen Schreck ein. Man kann jetzt sehen, wie sehr man stabile Energiequellen braucht, auch Erdgas. Das Gas, das die Trasniks, wie sich die Pipeline-Arbeiter aus der DDR nennen, nach Europa holen sollen. Einkleidung in der Jugendmode. Für die ersten 450, die zur Arbeit an der Trasse fahren. Zum Jahresende werden es 3.800 aus der DDR sein, die dort arbeiten. Wir sind ja alle offiziell von der Freien Deutschen Jugend delegiert worden. Und wir bekamen natürlich auch unsere Trassenanzüge. Das waren so graue Anzüge mit Nietenhosen und so weiter. Das war also der DDR-Jeansanzug, den wir da bekamen. Ausgerechnet Jeans, erfunden von einem aus Bayern nach Amerika ausgewanderten Schneider, als Arbeitsbekleidung für Goldgräber im amerikanischen Westen. Natürlich werden die zumeist jugendlichen Arbeiter auch ideologisch eingekleidet. Die Trasse wird zu einem zentralen Jugendobjekt der Freien Deutschen Jugend hochformuliert. Im Gründungsjahr der DDR folgte die Jugend dem Ruf der Partei: Max braucht Wasser. Sie baute die Talsperre Sosa und das Kraftwerk Trattendorf. Sie war in Schwedt dabei und in Eisenhüttenstadt. Sie half mit, das Kernkraftwerk Nord zu erbauen und hat jetzt ihre Arbeit an der Druschba-Trasse aufgenommen. Heute ist es unserer Generation vergönnt, unmittelbar mitzuwirken an dem hohen Ziel, die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten und wichtige Voraussetzungen zu schaffen für den allmählichen Übergang in unsere kommunistische Zukunft. Besungen wird die Trasse als Barrikade im Kampf gegen den Klassenfeind, als Meilenstein auf dem Weg zum Kommunismus. An Bewerbern für den Barrikadenbau fehlt es nicht. Frank Michael Wagner von Beruf Zimmermann geht mit 19 an die Druschba-Trasse. Es gab ja jede Menge Medienberichte in den Zeitungen, vor allen Dingen in der Jungen Welt, die ich damals gelesen habe. Und das war ja auch irgendwo mit einem Abenteuer verbunden. Und da hat man sich halt dafür sehr interessiert. Und es gab sowieso keine Möglichkeiten, groß rauszukommen. Ja, und dann hat man sich halt beworben. Zu der Zeit war ich Küchenleiter in der Metropolautobahn-Raststätte in Wilsdruff bei Dresden. 1977 im Frühjahr sind also 2 Jugendfreunde von der Bezirksleitung der FDJ bei mir aufgetaucht in der Raststätte.
und haben mir gesagt, wir brauchen dich in der Ukraine. So, und dann habe ich mich natürlich erstmal aufgeklärt lassen, worum es ging. Und da war das plötzlich für mich interessant. Ich war ja eigentlich vom Typ her immer für was Neues zu haben. Ja, und im Juni 1977 war ich dann in Talneue in der Ukraine als Küchenleiter. Achtung, liebe Jugendfreunde vom Bauvorhaben Druschba-Trasse zum Schalter 2 der Abfertigung. Neue Arbeiter fliegen an die Trasse, Jugendliche und jung geblieben. Wir erkundigen uns, warum sie fliegen und mit welchen Erwartungen. Dabei zu sein, erst einmal ist die Hauptsache, die Hauptsache. Und das Geld. Dass das nicht so leicht wird, das war mir von vornherein klar, sonst hätte ich mich bestimmt auch nicht gemeldet. Aber ich hoffe, dass ich mal in meinen Taschen stehe. Ohne Illusion gehe ich da runter. Ne? Ich weiß, was auf mich zukommt. Was meinst du, was ich dort erwartet? Arbeit. In den 70er Jahren zieht die Druschba-Trasse junge DDR-Bürger an wie ein Magnet. Auch im zentralen Jugendobjekt Erdgastrasse in den 80er Jahren sehen viele die Chance ihres Lebens. Ausgelernt, Jungfacharbeiter, Maschinenscheine gehabt als Meliorationstechniker, also Bagger, Planierraube, LKW und nur Sklavenarbeit gemacht, mit einem Presslufthammer Bachbett vertieft im Wald. Also das war natürlich nicht gerade sehr erquicklich. Und dann hatte ich einen Kumpel, der sagte, ja, wenn ich du wäre, ich würde mich an der Trasse bewerben, da erlebst du was und verdienst vielleicht das Doppelte. Das Dreifache, die bezahlen gut. Was du überlegst. Verschlechtern kannst du dich nicht, Abenteuerlust. Der Thüringer Mario Hase ist 19, als er sich bewirbt. Da habe ich dann im Juni eine Einladung gekriegt nach Leipzig. Da war dann ein Schnellbesoldungslehrgang, haben wir das genannt. Und da haben die Vorträge gehalten, wie du dich zu benehmen hast. Dass du nicht Heidi, Heida singst oder schwarzbraun die Haselnuss in der Eisenbahn. Weil da eben Erinnerungen da sind, Kriegserinnerungen. Und die deutschen Soldaten haben das gesungen, die Lieder, das kennen die noch teilweise, so der Benimmkurs. Was wichtig war, haben sie uns nicht erzählt, dass du halt warme Unterwäsche mitnehmen sollst, möglichst doppelt und dreifach. Im Gegensatz zur Druschba-Trasse, wo jeder Bewerber doppelt und dreifach staatlich überprüft wird, ist in den 80er Jahren der Bedarf an Arbeitskräften für die Erdgastrasse so groß geworden, dass sogar politisch weniger Lupenreine zum großen Bruder fahren dürfen. Ich habe 85 Diplom gemacht als Dolmetscher und Übersetzer für Russisch und Rumänisch. Und man stellte fest, dass ich untauglich war, irgendwo zu arbeiten. Auf gut Deutsch, meine Kaderakte war etwas nicht so ganz sozialistisch passend. Ein Bruder als Pfarrer, Westverwandtschaft, ein christliches Elternhaus und so weiter und so fort. Da waren ein paar Flecken drauf, die nicht zum Bild eines sozialistischen Dolmetschers passten. Während dieser Zeit kam man auf mich zu, dass mir doch der Weg zum zentralen Jugendobjekt Erdgastrasse offen stünde. Okay, habe ich nachgedacht. Meine Mutter war nicht so begeistert davon. Aber ich dachte, ja, mein Gott, why not? Probierst es einfach mal. Die Töchter der DDR sind so selbstbewusst wie deren Söhne. Gleichstellung war Programm im Sozialismus. Die Reise in die Sowjetunion hält für sie allerdings so manche Überraschung bereit. Ich kannte Dr. Zhivago noch nicht. Der war ja in der DDR verboten, der Film. Das fiel mir erst nachher ein, dass die Häuser exakt die Kulisse von Dr. Zhivago waren. Dass das heute noch so aussieht wie in dem Anfang 20. Jahrhundert-Szenario. Das war mir etwas suspekt. Die Sowjetunion ist, so steht es in den Lehrbüchern der DDR, der große Bruder. Was die jungen DDR-Bürger vor Ort vorfinden, ist ein ärmlicher Gesell. Ich war von vielen Dingen, die ich gesehen habe, angefangen beim Lebensniveau der sowjetischen Menschen, unangenehm berührt. Wir sind in dem Sinne erzogen worden, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Wovon
soll ich denn lernen? Wovon soll ich siegen lernen? Ich habe mich gefühlt wie ein Jack London-Film. Die russischen Blockhäuser, die sahen aus zusammengezimmert mit einer Axt. Arbeitskollege hat es mal auf den Punkt gebracht. Wenn man die Klingeldrähte abmacht, was die Stromleitungen waren, dann kann der Zar sofort wieder mit der Kutsche oder mit dem Schlitten durch die Dörfer durchfahren. Also mein anerzogenes Bild von der großen Sowjetunion, das ist dann ziemlich schnell gekippt. Also es hat ein paar Tage gedauert, da habe ich dann schon durch meine Eindrücke draußen, vor allen Dingen außerhalb der Baustelle, gemerkt, hier stimmte irgendwas nicht. Also ich bin da auf große Armut gestoßen, auf irgendwelche Karten, die keine Elektrizität hatten. Es war halt ziemlich schnell so ein Kippen da. Also das ist hier nicht die Sowjetunion, das ist irgendwo was 100 Jahre zurück. Die Geschichte der Sowjetunion ist untrennbar verbunden mit ihren reichen Rohstoffvorkommen und damit, wie man sie einsetzt, sie in Energie verwandelt. Lenins große Losung für den Umbau des Landes, ausgegeben 1917, spricht davon. Sozialismus und Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes, das war ja dieser Plan, der in den frühen 20ern umgesetzt wurde, der basierte im Wesentlichen auf Kohleverstromung. Gas spielte noch gar keine Rolle in den 50er Jahren. Nach Stalins Tod und dann in der Chruschtschow-Ära sind sie so weit mit dem Ausbau gekommen, dass man erstmals in den frühen 60er Jahren eine Exportoffensive startet. Also es ging nicht nur darum, die kleineren Ostblockstaaten zu beliefern, was der Sowjetunion nicht viel brachte, sondern Frankreich, die Bundesrepublik, Österreich und Italien mit sowjetischen Rohstoffen zu beliefern. Also insofern reden wir hier von einem europäischen Projekt. Rohstoffe sind das größte Kapital der Sowjetunion. Die neuen Erdgaspipelines überlebensnotwendig. Auch deshalb wird von Anfang an groß gedacht. Das ist die größte Rohrdimension, die für Gasleitungen je verbaut wurde. Sie hat einen Durchmesser von 1,42 Meter. 2,5 Zentimeter, 2,8 Zentimeter Wandstärke im Schnitt bis 3. Ich habe da noch eine Schweißnaht bei mir im Büro liegen. Jedes Rohr 11 Meter lang. Und die wurden zu Dreiersektionen verschweißt auf den Schweißbasen. Und die wurden dann auf die Rohrtransporter durch die Kräne gehoben. Die hatten einen Nachläufer, wo diese 33 Meter Sektion drauf passte. Und damit sind die über Stock und Stein durchs Gelände bis raus zum Trakt gefahren. Das war schon was. Die Trassenführung war ja nicht von Nord nach Süd geradeaus, sondern die ging ja Berg runter, Berg hoch, mit links, rechts, so wie die Geografie war. Durch Täler durch, über Flussbetten. Wenn du das gesehen hast, und die Schwarzen, die Schweißer, ja natürlich, bei 30 Grad minus zu schweißen ist natürlich ein Ding. Der Oberschweißer hat seine Obernaht gemacht und dann gab es den Innenschweißer, der ist durch das Rohr auf den Rolli reingefahren. Und wenn das eine längere Sektion war, die verbunden werden musste, dann ist der über 100 Meter, da musste der durchs Rohr fahren. Eine Anschissarbeit, auf Deutsch gesagt, für den Schweißer. Weil ja auch diese ganze Gase, die da freigesetzt werden beim Schweißen, die sind ja unmittelbar bei denen drin und können nicht richtig abziehen. Wenn die 1,5–2 Kilometer zusammengeschlossen wurden, mussten die dann ja auch rein in das Rohr. Und diese Naht, die da gemacht wurde für das Passstück, die mussten ja auch von drinnen verschweißt werden. Das war dann schon meistens zu zweit. Und dann sind die 2–3 Kilometer rein. Ein bisschen unheimlich ist das schon. Die wurden schon als Helden sehr stilisiert. Also es gab viele andere Berufszweige, wo auch hart gearbeitet worden ist. Es waren ja nicht nur die Schweißer, aber natürlich waren diejenigen, wo man vom Bild her am meisten rausholen konnte und natürlich auch diejenigen, die direkt draußen am Strang ja mitgezogen sind. Die haben also in Wohnwagen gelebt. Das war sowieso so eine Wild-West- oder Wild-Ost-Romantik, wie auch immer. Thomas Billhardt ist einer der renommiertesten und international angesehensten Fotografen der DDR. Er war in Vietnam, hat die halbe Welt gesehen. 1977 fährt er in die Druschba-Trasse. Sehen Sie, wie spartanisch man lebte drin in diesem Wohnwagen. Die Wohnwagen waren dann in diesen Isolierungen. Dann hörte man nachts das Rattern und Knattern. Da waren die Mäuse dazwischen und liefen da rum.
Es war ein spartanisches Leben, aber das gehört dazu. Und Heimweh gehabt, das hatten sie immer. Das kann man noch verstehen. Sein Auftrag lautet, den Bau der Družba-Trasse fotografisch zu dokumentieren. Die Aufgabe war für mich, sie sagten mir, dass der Zentralredakteur dort jeder Trassenbau bekommt, wenn die Trasse gebaut ist, ein Geschenk, ein Bildband. Sie hatten vor eine Ledertasche, aber es war eine gute Idee, ein Bildband, und das war eine Arbeit. Dieses Buch machen zu können, war eine irre Aufgabe und ich war unheimlich neugierig. Und die Erlebnisse an der Trasse waren wirklich große Erlebnisse. Was die Jungs dort geleistet haben, was alles dort passiert ist, war Wahnsinn. Mehrfach reist Bill Hart in die Sowjetunion, macht tausende Fotos. Ich musste unterschreiben, was ich nicht fotografieren durfte, was es nicht erlaubt war. Und das war es, die ganze Technik, die es da gab. Das waren die japanische Technik, der westdeutsche Technik. Das durfte auf keinen Fall zu sehen sein. Erlaubt sind Fotos von den Helden der Trasse, den Menschen, den Maschinen. Allerdings nur, solange es dem sozialistischen Menschenbild entspricht. Am Ende der Arbeit zeigen die Funktionäre dem Fotografen wieder einmal die Grenzen des sozialistischen Realismus auf. Und als das Buch fertig war und bevor es fertig wurde, wurde es kontrolliert an der Trasse von den Funktionären, von denen, die nicht gearbeitet haben, die nicht schöpferisch tätig waren, die nur diese Phrasen, diese Dinge übergeben, aufpassen mussten, dass sie ankommen, Veranstaltungen machen und schrien Freundschaft, Družba, Freundschaft. Mann, bis zur Bewusstlosigkeit, ohne Inhalt, ohne wirkliche, und das war's. Ich habe mich auch erst gewundert und weiß auch, dass an anderen Bildern hier irgendwas passiert ist. Wie kommt das Bild plötzlich rein? Warum ist so ein Bild rein? Na, was haben die da zu tun? Die waren nicht an der Trasse, aber es musste rein. Und so kann man Bücher machen. Ne? Man kann hier so schön blättern. Hier unten sind immer die Seitenzahlen da. 66, 67 und bei 146 auf einmal geht es mit 151 weiter. Das wurde in Gefängnissen, von Gefängnisinsassen, wurde die Auflage hingebracht und die mussten diese ganze Lage raustrennen. Das habe ich leider schon vorher erlebt, solche bösen Überraschungen sozialistischen Realismus. Meine Fotos, meine Bilder sind ehrlich. Die lachen, wenn sie lachen, und die sind auch ernst. Und der Sozialismus ist nicht nur Lachen und nicht nur Družba, sondern der ist auch Nachdenken. Das gehört zum Leben. Und es ist auch Schmerz. Die Trassniks zu Helden überhöht. Manches Bild wird regelrecht inszeniert. Einer schweißt und alle schauen zu. Auf den zweiten Blick ist dann doch zu sehen, was eigentlich nicht zu sehen sein sollte. Der Feind baut mit. Das hat mich schon fasziniert. Also vom normalen Zimmermannshammer, den ich vorher noch nie gesehen habe, weil das halt ein Westzimmermannshammer war, mit dem man mich dann gleich ausgestattet hat. Und vor allem die Großtechnik, die Komatsu-Raupen und die Faunentransporter, die die Rohre gebracht haben, dann auch westdeutsche Kräne und so weiter, war ja alles da. Also manchmal kamen auch die Nägelpackungen aus dem Westen. Das war halt ungewöhnlich. Sowas war man von der DDR her nicht gewohnt, auf den Baustellen, auf denen ich vorher gearbeitet hatte. Damit musste man sich natürlich erst mal abfinden, sag ich mal. Für manche war es ein Schock. Ein anderer hat es gegeben, dahin genommen. Ist eben so, weil wir in der DDR hatten wir die Technik nicht. So, und mit den Rohren, ja, wir haben Mannesmann-Rohre gehabt, wir haben Fiat-Rohre gehabt. Die kamen also grundsätzlich alle aus dem kapitalistischen Ausland. Das waren japanische Bagger- und Rohrbiegemaschinen, die waren aus Amerika, und westdeutsche Geräte und Technik zu sehen. Die Kumpels durften ja nicht mal, das konnte ich auch, ich habe es ja auch fotografiert, wie die selber
heimlich ihre Fotoapparate bei sich hatten und fotografierten. Es war verboten, für die Kumpels sogar ihre Umwelt zu fotografieren, weil das alles geheim war. Nur auf wenigen privaten Aufnahmen sind die westlichen Markennamen zu lesen. Weder die sowjetische Armut noch die Westbeteiligung sollten zu Hause am Image des sozialistischen Bauwerks kratzen. Technologisch waren die Ostblockstaaten allein nicht in der Lage, solche riesigen Projekte in den beabsichtigten Zeiträumen durchzuführen. Also ohne technischen Input aus Westeuropa und aus Japan wäre so ein Trassenbau nur schwer möglich gewesen. Das war natürlich auch den westeuropäischen Firmen bewusst. Die sahen darin ein ganz großes Geschäft. Und es war ja auch ein ganz großes Geschäft. Auf dem Ausstellungsgelände im Sokolniki-Park präsentierten 2100 Aussteller aus 24 Ländern, darunter 185 deutsche Firmen, den neuesten Entwicklungsstand der chemischen Industrie. Zu einem Großabschluss mit der UdSSR kam Mannesmann mit der Lieferung von 168.000 Röhren. Generaldirektor Dr. Overbeck zeigte die erste im Rahmen dieses Auftrages hergestellte Röhre. Sie hat fast 1,5 Meter Durchmesser und durch sie werden eines Tages 52 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Sibirien nach Deutschland fließen. Und zwar als Gegenleistung für die gelieferten Röhren. Dieses Erdgasröhrengeschäft, was 1971 vereinbart wurde, war das größte Ost-West-Geschäft der Nachkriegszeit, wo es um mehrere Milliarden D-Mark ging. Röhrenlieferungen, Techniklieferungen, also ein Geschäft zum beiderseitigen Vorteil. Am 1. Februar 1970 kam es im Essener Hotel Kaiserhof zu einem historischen Treffen. Der erste große Erdgasvertrag zwischen bundesdeutschen Unternehmen und der sowjetischen Staatshandelsfirma Sojus Neftexport wird geschlossen. Er sichert der Bundesrepublik Erdgas für 20 Jahre. 2 Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch in Prag, an einem der Tiefpunkte des Kalten Krieges, macht die Wirtschaft Politik. Oder ist es doch umgekehrt? Die neue Bundesregierung unter der Leitung von Willy Brandt sieht in diesem Erdgasröhrengeschäft, was angebahnt wurde, eine große Chance, den Kalten Krieg nicht zu beenden, aber doch ein Stück weit zu einer Normalisierung der Verhältnisse wieder zu kommen. Und das hat ja dann auch Erfolg, trotz des Einmarsches in der CSR, trotz der Niederschlagung des Prager Frühlings, bahnt sich da eine Entspannung wieder an. August 1970. Mit dem Moskauer Abkommen wird Willy Brandts neue Ostpolitik besiegelt. Es erkennt die europäischen Grenzen an und soll den Frieden in Europa sichern. In einem Nebensatz enthält es ein weiteres politisches Ziel: ein Europa, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Die deutsche Einheit? Wandel durch Handel, 20 Jahre vor dem Mauerfall. Ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, dass neben Willy Brandt Egon Bahr die absolut wichtigste Figur in der Ostpolitik war. Egon Bahr hat erkannt, wenn wir näher an die DDR rücken wollen, dann geht das nur, wenn wir vorher die Sowjetunion beruhigen. Wenn die Sowjetunion das Gefühl hat, die wollen da die DDR aus unserem Machtblock rausbrechen, dann werden sie sich allem widersetzen, was wir machen, selbst den kleinsten Erleichterungen im innerdeutschen Verkehr. Das heißt, auch wir wollen keine Grenzen verändern. Wir haben zwar den Traum vielleicht noch der Wiedervereinigung, der ist aber realpolitisch sozusagen nicht relevant. Und deshalb erst Moskauer Vertrag, dann alle die Schritte, die gekommen sind in der Annäherung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Die Arbeiter an der Druschba-Trasse wissen davon nichts. Sie haben sich in den Wohnlagern eingerichtet, tausende Kilometer entfernt von der Heimat. Die bauten sich was. Die waren ja auch alle geschickt. Die haben sich mit dem Holz oder was sie hatten, von Verpackungen und den Kisten was gebaut, einen Tisch und reingesetzt und Regale gemacht und irgendwas an die Wand gemacht und Lampen rangehängt oder etwas gemütlich gemacht.
was mir gefallen hat an diesen Druschba-Leuten. Die waren rau und herzlich. Das war anders als zu Hause, wo es fein und vornehm ist oder wo nicht diese herzliche, raue Freundschaft gibt, die es gibt. Sie haben sich untereinander geholfen und das gefiel mir sehr. Ein ideales Spielfeld für den gelernten DDR-Bürger, der improvisieren kann, sich anpassen an den Mangel, den er aus der Heimat kennt. Was er nicht kennt, ist die Abgeschiedenheit. Telefonieren war gar nicht möglich, weil da musste man sich anmelden und dann warten, manchmal stundenlang, dass irgendwo eine Verbindung zustande kam, meistens gar nicht. Also man hat auch familiär weniger was erfahren, was zu Hause ist. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, sich Briefe zu schreiben und selbst die waren manchmal wochenlang unterwegs. Insofern war das schon ein Eigenleben da, also informationstechnisch ziemlich schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine große Rolle gespielt hat, weil im Vordergrund stand ja die Arbeit, das Geld verdienen, schlafen, was trinken. Das große Abenteuer im Wilden Osten. Es ging ja nur Richtung Osten, was anderes war ja gar nicht möglich. Und das war halt die große Chance. Länger machen, 2-3 Stunden. Man ist weit weg von der Heimat und ihr zugleich ganz nah. Denn der Staat ist mit all seinen Organisationen an die Trasse mitgereist. Die Präsenz der gesellschaftlichen Kräfte, wir haben sie ja immer die Geselligen genannt, also FDJ, die Partei und die Gewerkschaft. Das war ja das Triumvirat. Und die waren also gegenwärtig, jeden Tag. Man hat ja auch mit ihnen zusammengearbeitet, man hat sie ja überall getroffen, auf den Baustellen, im Speisesaal, im Wohnlager, überall. Man darf ja nicht vergessen, das Ganze lief unter dem zentralen Jugendobjekt. Also die erste Trasse war die Druschba-Trasse, das zweite war das zentrale Jugendobjekt. Und da hatten natürlich auch die entsprechenden Funktionärsebenen vor Ort auch das Sagen. Das war auf jeden Fall so. Also die haben dann auch Druck gemacht, wenn irgendwelche Terminschwierigkeiten waren, haben die ja auch politischen Druck ausgeübt. Das war ziemlich politisiert alles, also auch mit Wimpel übergeben und mit FDJ-Hemden zu bestimmten Ereignissen. Es wurden auch die großen Jubiläen gefeiert an der Trasse, wie hier zu Hause auch. Jahrestag der Republik, FDJ-Geburtstag, Tag der NVA, Tag des Lehrers, solche Dinge. Das hat es aber dann in den späten 80er Jahren überhaupt nicht mehr gegeben. Also da ging es nur noch um rein wirtschaftliche Aspekte. Für die Trassniks sind die wirtschaftlichen Aspekte von Anfang an Motivation. Sie folgen dem Lockruf der Freiheit und des Geldes. Auf 2 Jahre bewerben und verpflichten sie sich an die Trasse. Ehrlich gesagt, als ich losfuhr, habe ich nicht gewusst, was ich verdienen würde und dass dieser Verdienst Meilen über dem eines Chefarztes liegen würde. Also eines DDR-Chefarztes, muss ich dazu sagen. Wir haben wirklich gut verdient. Wir hatten sogenannte Limitkarten, wo also unser kumulativer Verdienst eingetragen wurde. Und über diese Summe warst du berechtigt, hochwertige Industriegüter ohne Wartezeiten zu beziehen. Egal, ob du dir, wenn du genügend drauf hattest auf der Limitkarte, dir einen Farbfernseher gekauft hast, ob du dir eine Tiefkühltruhe gekauft hast. Wenn du deinen Vertrag erweitert hast, also 3 Jahre Mindestdienstdauer hattest, bekamst du einen sogenannten Autogutschein. Das war ein Wertgutschein, der dich berechtigte, ohne Wartezeit ein Auto zu kaufen. Vorausgesetzt, du hast die entsprechenden Schotter. Aber den hatte man ja, dafür wurde ja gesorgt. Dann hat man ja noch ein Rubelkonto, was du also für deine Zigaretten und für dein Bier oder für die kommerzielle Gastronomie ausgeben konntest. Oder Gold. Oder Schmuck. Es war ja in der DDR teuer und schwierig, zum Beispiel Trauringe zu kriegen. Also wir haben uns zum Beispiel unsere Trauringe in Moskau gekauft. Letztendlich hat das Geld gelockt. Es war halt wirklich einfach nur eine Möglichkeit, richtig gutes Geld zu verdienen, im Genex-Katalog Westwaren zu bestellen, ziemlich schnell zum Auto zu kommen. Und wenn man zu zweit hingegangen ist, das gab es ja auch, dass Ehepaare hingegangen sind, wenn man sich da zusammengetan hat und war sehr sparsam, dann konnte man sich ein kleines Vermögen mit nach Hause nehmen. Gearbeitet wird 10 Stunden pro Tag, oft sogar mehr. 6 Tage pro Woche, jeweils 3 Monate lang. Dann gibt es einen Monat Heimaturlaub.
Der dafür von der Fluggesellschaft Interflug eingerichtete Pendeldienst zwischen Berlin und Moskau sowie dem ukrainischen Lwow heißt tatsächlich Arbeiterberufsverkehr. Rund 1000 Passagiere werden jeden Monat befördert. Jeder von ihnen ist, ohne es zu wissen, ein kleines Rädchen im großen Getriebe der Weltwirtschaft. Im weltweiten Kampf der Systeme um Rohstoffe. Der Kampf um den Zugang zu Rohstoffen, auch um den Verkauf von Rohstoffen weltweit, spielt eine Rolle, seitdem diese Industrien entstanden sind. Ja, und das hängt nicht primär mit dem Kampf von Ideologien zusammen, sondern mit der Konkurrenz großer Wirtschaftsmächte, großer Unternehmen um die Weltmärkte. Das können Sie zurückverfolgen bis an die Anfänge der Öl- und Gasindustrie. Also da gibt es noch gar keinen Ostblock, sondern im 19. Jahrhundert stehen sich die USA und Russland als erste große Anbieter von Erdöl gegenüber und versuchen, einen möglichst großen Anteil des Weltmarktes zu bekommen. Im Verlauf der Trassenprojekte sind es vor allem die Amerikaner, die es immer wieder in Frage stellen, die eine Abhängigkeit von der Sowjetunion beschwören, mit Sanktionen arbeiten. Das ist der Kalte Krieg, der Kampf der Systeme. Ist er das? Die USA haben immer wieder interveniert, manchmal etwas offener, manchmal etwas verdeckter, aus mehreren Gründen. Erstens wollten sie den Niedergang der Sowjetunion beschleunigen. Das war eigentlich erklärte Politik. Punkt 1. Punkt 2. Sie wollten, wenn schon Geschäfte gemacht werden mit der Sowjetunion, aber auch selbst welche machen. Und drittens wollte man einfach als Führungsmacht des Westens generell auch nicht akzeptieren, dass jetzt gerade die Bundesrepublik eine zu eigenständige Rolle spielt. Dass die Initiative zu einer neuen Ostpolitik ausgerechnet von einem linken Sozialdemokraten ausgeht, sorgt in Washington für zusätzliche Irritationen. Es gab Teile des amerikanischen Establishments, denen war Willy Brandt sehr suspekt. Seine ganze Zeit als Exilant, seine Zusammenarbeit mit Kommunisten. Und es gab immer wieder Leute auf dem rechten Flügel der amerikanischen Politik, die gesagt haben, das ist ein kommunistisches Komplott, was wir dort vor unseren Augen sehen. Hinter diesen ganzen ideologischen Mustern stecken immer auch immense Geldströme. Und da ist eine Verquickung immer da gewesen zwischen Politik, Wirtschaft und dem großen Geld. Schauen Sie sich nur in den 60er, 70er Jahren an, wer die weltgrößten Firmen waren. Das sind die großen amerikanischen Ölgesellschaften. Die haben eine enorme Macht. Nicht nur eine enorme Wirtschaftsmacht, sondern auch eine enorme Möglichkeit, Politik zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite haben sie dieses Staatshandelsland Sowjetunion, das in der Lage ist, die Preise dieser großen Multis zu unterbieten, zu unterlaufen, eben durch den staatlich gelenkten Handel. Und das prallt aufeinander. Nach dem Ende jahrelanger amerikanischer Embargos gegenüber der Sowjetunion sind die USA schließlich selbst am Bau der Erdgaspipelines beteiligt. Beispielsweise an den sogenannten Verdichterstationen, die alle 150 Kilometer gebaut werden. Darin wird das Gas gereinigt und teilweise mit amerikanischen Kompressoren auf 75 bar verdichtet. Nur so kann es gen Westen fließen. Die Zulieferkette war riesig, die ging um die ganze Welt. Wir bekamen also aus ganz Europa bis hin zu den USA Ausrüstungsgegenstände zur Betreuung, zur Anleitung und zur Kontrolle. Waren dann also von allen diesen Firmen Chefmonteure vor Ort. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren das für uns, ich sag's mal so, alle Klassenfeinde. Deswegen wurde natürlich ganz strikte Abgrenzung betrieben. Der Kontakt war so eingeschränkt, dass praktisch nur der Baustellenleiter, der Leiter Verdichterstation und der sogenannte Leiter Vertragsrealisierung mit denen kontaktieren durften. Ein heimlicher Westkontakt konnte üble Folgen haben. Man blieb also lieber unter sich. Ohnehin ist die Trasse für die DDR-Bürger keine Weltpolitik. Sie ist
trotz mancher Einschränkung ein Abenteuer in der Ferne, umweht von einem in der kleinen DDR nicht verfügbaren Hauch von Freiheit. Wer an Jack Londons Klondike River im Wilden Westen nicht reisen darf, der nimmt auch gerne den Dnieper im Wilden Osten. Es steht schon lange in der Zeitung. Du meinst die Sache mit der Erdgasleitung? Da führen irgendwelche Bauarbeiten durch. Ich glaube in der Nähe von Orenburg. Wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir trampen nach Kremenschuk. Unsere Barrikade ist die Trasse. Wir waren ungefähr 90% Männer, 10% Frauen, kann man roundabout sagen. Von den 10% waren 5%, also die Hälfte wieder in festen Händen, also mit Partner da. Und die anderen 5% waren Freiwild. Wie alt bist du? 18. Und dein Papa hat dich hierher gelassen. Warum nicht? Hat er keine Angst gehabt, dass du hier deine Unschuld verlierst? Wenn das eine größte Sorge ist. Ich sag mal so, MeToo-Aktivisten, die es ja heute gibt, wenn es die damals schon gegeben hätte, die hätten dort ein Schlachtfest feiern können, weil da war natürlich auch viel Anmacher dabei. Klar, Alkohol, Männergesellschaft, einzelne Frauen. Aber die Frauen dort waren auch sehr tough. Dusche war Männlein, Weiblein gemischt, sanitäre Anlagen desgleichen. Da durfte man nicht zu brüde sein. Hat mir auch nichts ausgemacht. Als DDR-Kind ist man ja FKK gewöhnt. Also die meisten waren sowieso alle emanzipiert. Welche Frau geht auch dahin und ist ein zartes Mädchen? Die sind halt dann nicht lange geblieben. Ja, was ist denn? Oh, es gibt es nicht. Ich habe doch keine Zeit. Keine Zeit. Sag mal, als was arbeitest du denn wirklich noch? Ich? Na, sagen wir als Bauingenieur. Als Bauingenieur, ja. Ist der Termin geschafft wird. 23. 23? Mhm. Seit wann bist du hier? Seit vergangene Woche Mittwoch. Und? Enttäuscht oder gefällt's dir? Ach nee, enttäuscht bin ich nicht. Gefallen tut's mir schon. Man musste also doch einigermaßen hart im Nehmen sein, wenn man durch den Speisesaal ging, egal wie eingemummelt und angezogen oder auch leichter bekleidet im Sommer. Und dann geht's so im Chor los mit Ausziehen, Ausziehen, Ausziehen. Man durfte eben wirklich nicht brüde sein. Das ist einfach so. Aber die wurden nicht zudringlich. Die wussten ganz genau, das hat Grenzen. Also Grenzen haben die Frauen gesetzt und nicht umgekehrt. Natürlich sorgt das Freundschaftsprojekt auch für Kontakte zu einheimischen Frauen. Nicht wenige der Trasniks suchen und finden unter ihnen sogar ihre zukünftigen Ehefrauen. Sie kamen hierher auf unsere Tanzfläche und luden unsere Mädchen ein. Unsere Jungs, oh, die mochten das gar nicht, dass die Mädchen dorthin gingen. Sie lehnten es ab. Nun, die Mädchen sind trotzdem gegangen. Und die meisten von ihnen sind dann auch mitgezogen nach Deutschland. Aber klar, sie waren ja hübsch. Mal ehrlich, ich hatte auch mehrere Verehrer, klar. Ich hatte so lange, lockige Zöpfe. Ich war rank und schlank. Wir waren schon schöne Mädchen, das kann man schon sagen. Und wenn man sich auch nur ein bisschen mit ihnen verstanden hat, konnte man schon bei ihnen landen. Viel Kultur, so der Plan der DDR, soll die Freizeit in der Fremde ausfüllen. Ein Diskomobil ist unterwegs. Schriftsteller, Kinofilme, Rockbands kommen an die Trasse. Die DDR hat ja vieles organisiert, damit es uns da auch ein bisschen Spaß macht. So, und dann kamen dann ab und zu mal so die DDR-Beatbands darüber. Pudis und alles sowas. Da war dann natürlich immer das Kulturhaus voll. Da waren nicht nur unsere Jungs da, sondern da war natürlich die gesamte Bevölkerung mit da. Ja, das ist natürlich für die örtliche Jugend ein großes Erlebnis gewesen. Da ist also gegenseitig gegeben und genommen worden. Ich zeige euch verschiedene Variationen, wie man einen Tisch besteigen kann.
Die Bühne steht jedem offen, der es sich zutraut. Sie machen ihr Fest selbst. Das ist Hartmut, 23 Jahre alt, Gaststättenleiter zu Hause, Leiter der Verkaufsstelle hier. Selbst während gefeiert wird. Die Arbeit am linearen Teil des Pipeline-Baus, dem Verlegen der Rohre, ruht nie. Für die direkt beim Rohrleitungsbau war diese Lagerkulturveranstaltung eine Randerscheinung, die sie zum größten Teil nicht wahrnehmen konnten. Die Veranstaltungen fanden teilweise um 20 Uhr statt. Wir sind aber erst 21:30 Uhr oder manchmal erst 22:30 Uhr in den Lager angekommen. Da war die Kulturveranstaltung schon über den Zenit. Und man konnte vielleicht noch ein paar betrunkene Kollegen sehen, die sich da verlustiert hatten. Im Prinzip war es nichts weiter wie Saufen mit Musik, sondern das konnten wir auch auf dem Zimmer haben. Die Trassniks bei Laune zu halten, ist mit schöngeistigem allein nicht zu gewährleisten. Entscheidend ist die Versorgung. Sie musste besser sein als in der DDR, dem Land des Mangels und des Schlangestehens. Die Warenversorgung für unsere Trassenbaustellen erfolgt zum einen Teil direkt aus der DDR. Da gab es in Dresden das Spezialhandelslager 7 in der Backhofstraße an der Elbe, die also bis dahin die Versorgung der sowjetischen Streitkräfte zu sichern hat. Und die mussten dann noch die Druschba-Trasse mit übernehmen und später dann die Erdgastrasse. Wir hatten Mandarinen aus der Dose im Angebot, wir hatten Ananas. Es war alles da. Sämtliche Edelkonserven wurden an die Trasse geliefert. Wir hatten das volle Sortiment und stabil, muss ich dazu sagen. Also es durfte nicht passieren, dass irgendwas ausging. Die Ananas, der Obstsalat, alles, was man sich vorstellen konnte. Was man haben wollte, wurde uns hinten und vorne reingestopft. Die haben uns versucht abzufüttern und abzufüllen. Eins durfte nie ausgehen, das war das Bier. Es ist nie vorgekommen, obwohl wir manchmal knapp dran waren, dass das Bier ausgeht. Wenn das passiert wäre, dann hätten wir wahrscheinlich ein großes Problem mit unseren Kumpels gehabt. Ich sage das nicht sarkastisch, sondern es ist so. Der Samstagabend in den Lagern sieht meist so aus. Die Männergesellschaft tanzt. Ihr Saloon ist der Speisesaal. In der Regel war der Sonntag frei und da war natürlich Sonnabend Trinken angesagt. Was sollte man sonst tun? Und da der Alkohol ziemlich billig war und man alles bekam und dann natürlich die Gruppendynamik, darf man nicht vergessen, wenn man zusammensitzt und man trinkt halt ein bisschen mehr. Tanzfläche wurde dann im angetrunkenen Zustand Männerpolka getanzt. Ja, jetzt nur so, dass man eben mal ein bisschen rumhüpft und tanzte dann mit den Arbeitskollegen und grinste durch die Runde. Das war aber mehr so, wie man eine Polonaise macht, mehr so Geigelei. Harte Kerle. Gutes Trinken. Wie viel Liter alkoholische Getränke wurden im Monat November 1975 bei einer durchschnittlichen Arbeitskräftezahl von rund 750 Arbeitskräften in unserer Verkaufsstelle oder Gaststätte verkauft? A. 18.500 Liter. B. 22.300 Liter. Oder C. 25.300 Liter. Bitte entscheiden. C ist richtig, 25.300 Liter. Wir haben viel Geld verdient und das ist dann abends oftmals durch die Gurgel gegangen.
Und früh haben die noch ihren Rausch im Bus auf dem Weg zum Strang ausgeschlafen. Aber dann hat die Hand nicht mehr gezittert und die haben einwandfreie Nähte hingelegt. Wenn ich das ehrlich einschätzen muss, wir waren alle Alkoholiker. Das mag für manche heutzutage vielleicht frustrierend sein, aber wer da mit dabei war, wer dort war, der weiß, dass man da ehrlich zu sich ist. Die Freizeit bestand zum größten Teil aus Trinkerei. Alkohol gegen die Leere. Das war der Faschingssamstag 1986. Wir hatten gemeinsam mit der Kultur eine große Faschingsparty in Tschaikowski. Es war eine tolle Fete. Ich habe da heute noch Fotos davon. Also es war irre. Ich denke nur an den Bananentanz, wie Josephine Baker da mit Baströckchen und am Montag früh, da kam der Sicherheitschef von der Baustelle zu mir. Komm mal bitte mit, wir haben einen Todesfall. Du musst da Fotos machen. Das brauchen wir für die Sicherheit und für den KGB. Es war ein 4-Bettzimmer. In der Mitte der Tisch, da standen noch leere Bierflaschen voller Aschenbecher drauf, Gläser, eine leere Schnapsflasche. Und an den querstehenden Kleiderschränken standen beide Türen offen. An der linken oberen Tür war einer unserer blauen Drassenschals als Schlaufe geschlungen und das andere Ende als Schlaufe war um den Hals von den jungen Burschen, der unten auf dem Fußboden lag, so schräg im Schrank. Der Schrank hat es ein bisschen angekippt. Da hat er sich dort erhängt. Und ich kannte den. Das war nämlich der eine junge Bursche aus dem Elferrad gewesen. Die Kehrseite des großen Abenteuers heißt Einsamkeit. Oft geht der Trassenkoller um, besonders an Feiertagen wie Weihnachten. Es kommt einem noch schon ein bisschen komisch vor, hier draußen allein. Naja, jetzt 21 Uhr, 2 Stunden zurück. Ja. Zu Hause vielleicht gerade jetzt die Bescherung. Ja. Die Kinder werden ihre Pakete auspacken unter dem Weihnachtsbaum. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als ausjährige Heiligabend nur an der Trasse hier in Wache zu schieben. Also man war lange Zeit weg, in der Regel 3 Monate und dann 4 Wochen auf Urlaub zu Hause. Also da konnte man dann schon einiges richten wieder zu Hause, aber es war schon eine einsame Zeit auch für. Also ich habe auch oft Leute heulen sehen, gerade unter Alkohol, und dann ein bisschen die Hemmung fallen lässt. Dann saßen eben auch welche in der Ecke und haben geheult. Ich denke mal, das hat zwar nie eine Rolle gespielt offiziell, dass es da auch zu depressiven Zuständen gekommen ist. Ja, es gab Depressionen, ja, es gab auch Bedarf an Seelsorge oder an persönlicher Einflussnahme. Wir haben nach Kräften versucht zu helfen, aber manchmal war es einfach auch nicht drin. Eine genaue Statistik über Selbstmorde oder tödliche Unfälle existiert nicht. Aber die DDR kennt die Schattenseite der Trasse, hat auch hier ihre Augen und Ohren. Auch für die Staatssicherheit sind die zentralen Jugendobjekte Großbaustellen. Der Codename der Operationen Jugendbanner. Die waren immer allgegenwärtig, also nicht nur die geselligen, sondern auch die Staatssicherheit. Es gab ja, für jeden Bauabschnitt gab es ja einen Beauftragten des Ministeriums für Staatssicherheit. Für jeden Bauabschnitt, also zum Beispiel Perm. Und dann gab es ja auf jedem Standort einen Beauftragten des Ministeriums für Staatssicherheit. Bereits bei der Auswahl der Trassenarbeiter ist die Staatssicherheit im Spiel. Vor allem in den 70er Jahren wird jeder Bewerber überprüft. Wer als moralisch ungefestigt gilt oder häufig wechselnde Frauenbekanntschaften hat, wird aussortiert. Zudem lautet die Empfehlung, unbedingt ausreichend qualifizierte IMs an die Trasse delegieren.
Und wenn neue Kollegen kamen, hat man die erste Mal mit einer vorsichtigen, suffisanten Bemerkung abgecheckt. Das bedeutet, man hat sich zu dritt mit den anderen, die man schon 2, 3 Jahre kannte, unterhalten und hat irgendwas eingestreut, wo jemand, der, sagen wir mal, zum Lauschen kommt, plötzlich neugierig guckt. Wie, oh, was hat er gesagt? So, und dann hat man den seine Reaktion beobachtet. Da hat man es dann ausgewertet, wie man den einzuschätzen hat, den neuen Kollegen. Hast du gesehen, wie der geguckt hat, wo ich das und das gesagt habe? Ja, stimmt. Ey, den müssen wir noch mal auf den Zahn fühlen. Also das war schon ein Misstrauen untereinander, war da. Mitte der 80er Jahre berichtet die Staatssicherheit über eine deutliche Zunahme von Tätlichkeiten gegenüber staatlichen Leitern, Diebstählen, Übergriffen auf sowjetische Kollegen, Animierung sowjetischer Mädchen zum Alkoholkonsum, Intimbeziehungen und zahlreiche Verkehrsunfälle. Die Mehrzahl aller Vorkommnisse im Bereich Perm hängen mit dem Alkoholmissbrauch zusammen. Es sind viele unter Alkoholeinfluss auch LKW gefahren. Und es gab dann auch entsprechende Unfälle. Solange nichts passierte, da hat man eigentlich da größtenteils drüber hinweggesehen, dass dann, wenn jemand am nächsten Tag fahren muss und trinkt eine halbe Flasche Schnaps, dann ist er früh um 7 oder wenn er eben den Bauhof dann verlässt, nicht bei 0,0%. Da reichen 4, 5 Schnäpse, 3 Bier, dann hast du früh noch Restalkohol. Und da wurde meistens mehr getrunken als Alkohol, war ein Problem teilweise. Stimmung und Zusammensetzung der Traßniks haben sich Mitte der 80er Jahre verändert. Hatte eine Studie des Leipziger Instituts für Jugendforschung für die Druschba-Trasse noch ermittelt, 84% der Befragten seien wegen der besseren Entlohnung dabei, sind es nun 97%. Aus den immerhin 75%, die sich für die sowjetischen Menschen und die russische Sprache interessierten, sind nun nur 22% geworden. Also es war dann ab Mitte der 80er Jahre eine ganz andere Zusammensetzung auf den Baustellen. Also da war nichts mehr mit großen zentralen Jugendobjekten. Da waren auch teilweise ältere Leute dabei. Man hat dann auch wirklich ganz bewusst gesucht in den einzelnen Firmen, wer hält das auch aus, diese extremen Bedingungen. Die politische Weltlage ist in diesen Jahren deutlich angespannter als zu Beginn der Arbeiten. Die frühen 80er Jahre sind keine gute Zeit für Erdgasgeschäfte. Das ist eine sehr angespannte Periode gewesen durch den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, durch den Olympiaboykott 1980. Hinzu kommt eine zunehmende Überschuldung der Ostblockländer. Also da darf man ja auch keine Illusionen darüber haben, wie sehr die Sowjetunion durch die Rohstofflieferungen in die kleineren RGW-Staaten, aber auch nach Kuba, nach Indien, später auch in einige afrikanische Länder belastet wurde. Das war einfach zu teuer. Und deshalb ist ja immer wieder auch der Appell an die kleineren RGW-Länder gerichtet worden, ihr müsst euch an den Erkundungsarbeiten und an den Erschließungsarbeiten in diesem riesigen Land Sowjetunion beteiligen. Wenn er das nicht tut, bekommt er keine Rohstoffe mehr. Die Bauabschnitte am zentralen Jugendobjekt Erdgastrasse in den 80er Jahren sind noch weiter von der Heimat entfernt. Sie reichen bis in den Ural hinein. So, hier sieht man das richtig gut, wie das Trassenprofil verlaufen ist. Das sind Originalpläne von den Rohrleitungsstreckenprofil aus dem Uraler Gebiet. Danach mussten die zuständigen Ingenieure die Bögen bestellen, bis zu sehen, wo Waldstücke sind, welche Winkel die Bögen haben muss. Das war alles von den Sowjets vorgeschrieben, dass im Prinzip die Leitung sich dem Gelände anpasst. Wir hatten Abschnitte, da ging das wirklich wie so ein Wellkuchen, wo eine Senke war zu Ende, ging die nächste los. Wieder eine Senke, wieder eine. Wir hatten eine Senke bei Barda, die war 45
Grad Neigung. So, da konnte kein Bagger das ausheben. Da haben wir den Rohrleitungsgraben mit den Planierraupen runtergeschoben. Auf Schildbreite, also 4 Meter und waren 30. An den Steilhängen hier, das war teilweise schon ein Geduldsspiel. Da konnte schnell mal eine Raupe auch auf den Rücken, also sich auf den Tank umschmeißen. Galten die Arbeit und die klimatischen Bedingungen bereits an der Druschba-Trasse als herausfordernd, stellt der Ural noch einmal höhere Anforderungen. Die Hitze im Sommer, die war teilweise unerträglich, Kontinentalklima. Und dann eben die Spitzen, wenn es wirklich kalt war, das war sehr, sehr unangenehm. Also ab minus 35 Grad wird es richtig eklig. Und wenn man mal minus 52 Grad mitgemacht hat, wir hatten mal an der Spitze minus 52 Grad. Und manchmal fragt man sich, wie man das ausgehalten hat. Ich habe auch einige Kollegen, die haben eine Kälteallergie. Die fangen schon an bei plus 5 Grad, da kriegen die Schüttelfröste, weil sie immer noch so im Hinterkopf, jetzt kommt die Kälte, jetzt wird es wieder kalt. Oh. Das Ungewohnteste, was mir da aufgefallen ist, Alkohol gefriert ja normalerweise nicht gleich, aber dort war es dann in der Tat so, wir hatten den Wodka in den Schnee gesteckt, also aus dem Fenster raus in die Schneewand, die sich vor dem Fenster auftat. Und siehe da, wir zogen die Flasche raus und konnten den Wodka nicht einschenken. Und da dachte ich, okay, wenn 40%iger Alkohol hier schon gefriert, dann muss es doch draußen wirklich kalt sein. Das Klima, die Entfernung, die Weltlage, all das wird in den 80er Jahren zu krisenhaften Situationen führen. Dazu kommen die logistischen Anforderungen an das Projekt. Die Entfernung von der Heimat DDR beträgt mehr als 3000 Kilometer. Die DDR hat ja im Prinzip von der kleinsten Schraube bis über Batteriesäure, Platten für Wohnungsbau, Maschinenteile, alles dahinter transportieren müssen. Und dann musste ja erstmal eine gewisse Infrastruktur aufgebaut werden, um überhaupt den Großleitungsbau zu ermöglichen. Und dazu muss ich ja erstmal ein Wohnlager haben, damit die Schlosser dort wohnen. Dann müssen Kräne da sein, um die Teile, die Baggerausleger und andere Teile zu montieren. Ist ja auch vorgekommen und nicht so selten, dass unterwegs Transporte verschwunden sind. Vieles wurde per Zug dorthin gebracht. Da wurden die geplündert, wurden Scheiben eingeschmissen. Dann wurden Batterien rausgeklaut aus den Batteriekästen. Kam schon mal eine nagelneue Maschine an, uns fehlten halt dann einige Teile. Wurde dann bei uns kommentiert, der russische Partisan hat wieder zugeschlagen. Zugüberfall. Ich meine, klar, wenn man nichts hat irgendwo in den Weiten von Sibirien, so eine Autobatterie hier, no, die kann man gebrauchen. Warum nicht? Ja. Woche um Woche vergeht, ohne dass überhaupt 1 Meter Pipeline gebaut wird. Das war 1986 im Frühjahr. Wir haben das damals die Schlacht um Bartha genannt. Da hing die DDR-Bauorganisation in Planzielen. Die Linie konnte nicht in den entsprechenden Ausmaßen und in der entsprechenden Zeit gebaut werden, wie es vorgesehen war. Deshalb wurden sogenannte Stoßbrigaden eingeflogen. Es gab Phasen, wo im Wohnlager 600 Mann Stammbesatzung waren, die auch auf der Baustelle dann gearbeitet haben. Und es gab Phasen, da wurde regelrecht aufgestockt und die Leute schliefen also quasi wechselschichtig in den Betten. Also da waren 3000 Mann im Wohnlager. Die DDR entwickelt eine Strategie, mit Frost und Schlamm zurechtzukommen. Die sowjetischen Freunde machen sie, zur Überraschung der DDR-Arbeiter, zunichte. Hier gilt längst, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir haben selber Rohre ausgefahren gehabt auf sogenannter Rennstrecke. Das bedeutet brettebenes Gelände, ohne Hügel, ohne Bögen. Und da konnte man durchaus in einer guten Schicht 11, 12 Schweißnähte machen. Diese Streckenabschnitte hat die DDR sich vorbehalten für schlechte Witterungszeit, wo man ohne große Kommunikation an vereisten Steilhang oder an verschlammten Steilhang die Rohre noch zusammenschweißen kann, trotz erschwerter Arbeitsbedingungen. Und die Russen haben mit ihren Schweißbrigaden einfach
die von der DDR schon ausgefahrenen Rohre selber zusammengeschweißt und wollten von der DDR im Prinzip Schadensersatzgeld für nicht erbrachte Leistung. Und da hat man sich dazu entschieden, Rohrlegekräne, Planierraupen rauszufahren an die Trasse und damit einen Wall aus Maschinen aufzubauen. In doppelter, dreifacher Reihe, dass sozusagen die russische Schweißkolonne nicht mehr weiter vorrücken konnte. Und da sieht man halt auch schön, wie Freunde miteinander harmonieren können. Ja. An vielen Trassenstandorten wird die verordnete Freundschaft zwischen den Brudervölkern tatsächlich gelebt. Schwer zu sagen, was inszeniert und was echt ist. Das Bündnis zwischen den Staaten aber, es wackelt in den 80er Jahren. Auch die Sowjetunion steht wirtschaftlich längst mit dem Rücken zur Wand. Es ist das Problem halt gewesen dieses sozialistischen Handels, dass er mit einem Glorienschein der Freundschaft versehen wurde, die es so ja unter Handelspartnern nicht gibt, sondern im Mittelpunkt stand immer das Geschäft, der eigene Vorteil. Diese Streitereien schlagen auch durch auf andere Projekte, unter anderem auf die Uranerzlieferungen der DDR in die Sowjetunion. Und die Kosten laufen vollkommen aus dem Ruder. Und Honecker sagt dazu in einer Politbürositzung, nie mehr so ein Gemeinschaftsprojekt mit der Sowjetunion. Droht hier im Vorural am äußersten Rand Europas das gigantische Pipeline-Projekt zu scheitern? Das ging über mehrere Monate. Die sowjetische Seite hat einen Riesendruck gemacht, Termine zu halten, damit auch gedroht hatte, den Staatsvertrag zu kündigen, wo dort die ganze Funktionärsebene ziemlich heiß gelaufen ist. Der Druck wurde halt vom Kreml über Berlin nach unten weitergegeben. Und das artete manchmal schon in Menschen- und Materialschlachten aus. Man darf ja auch nicht vergessen, unter den extremen Bedingungen war das oft gar nicht möglich. Es gab Unfälle, es gab extreme Witterungsverhältnisse, wo also gar nicht gearbeitet werden konnte, weil bei 40 Grad minus, da läuft keine Technik mehr, auch die gute Westtechnik nicht. Also dort wurde richtig geschuftet, auf Teufel komm raus. Ein gewisser Prozentsatz an Arbeitsaufgaben konnte eigentlich nur erfüllt werden durch permanentes Verstoßen gegen Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften. Dann hat halt der Vorgesetzte appelliert, ja, weißt doch, wir müssen das schaffen und das muss fertig werden und so. Und ja, pass aber trotzdem auf, dass nichts passiert. Und dann passiert es. 70 Tonnen Rohr schieben die Maschine zum Steilhang. Bremsen. Keine Reaktion der Zugmaschine im schlammigen Boden. Gut reagiert noch. Ja. Hilfe nur eins, links anziehen. Meistens machst du in der Angst gerade den größten Fehler, ne? Aber das war ganz clever, wirklich. Es passiert in der angespannten Lage im Ural immer häufiger. Im ersten Zyklus war ich 3 Wochen Anschläger, musste die Rohrhaken in die Rohre einhängen, mit dem Seil dann, dafür war ich verantwortlich, dass ich das nicht in den Ausleger vom Kran reindreht. Ich habe getrieft, habe nicht dort gestanden, wo ich hätte stehen müssen, um das Rohr sozusagen richtig zu buxieren. Ich hatte noch 10 Tage bis zur Heimreise, war im Gedanken schon im Silbervogel, im Flieger, Richtung Heimat. Und stand dadurch, weil ich getrieft habe, nicht an der Stelle, wo ich hätte stehen müssen. Das Hubseil ist gerissen, das Rohr ist runter und rollte dann, war so 3% abschüssiges Gelände, rollte dann querfeldein weg. Und der Kranfahrer stand drinnen und suchte mich und sah mich nicht. Und er dachte, ich bin eine Briefmarke. Ich hätte dort, wo das Rohr langgerollt ist, hätte ich stehen müssen. Und dann fielen erstmal alle Steine vom Herzen, dass ich noch lebte. Und mir fielen dann auch alle Steine vom Herzen. Das war dann sozusagen mein 2. Geburtstag, den ich jedes Jahr feiere. Mir ist zum Beispiel bekannt, dass es auf jedem Standort auch immer ein paar Zinksärge gab, wenn mal ein Unfall passiert war. Leider gab es auch solche Vorfälle. Das ist natürlich alle Beteiligten unter der höchsten Vergatterung vonstatten gegangen. Also nur nichts zu Hause berichten. Und dann gab es natürlich auch Autounfälle, Verkehrsunfälle und Baustellenunfälle. Wenn so ein Meter Rohr eine Tonne wiegt und jemand davon überrollt wird, dann liegt er einfach in Zimmer 16 bis 18 im Krankenhaus, wenn er es überhaupt bis dahin schafft. Dann ist er einfach platt. Natürlich gab's sowas, aber das wurde versucht, möglichst unterm Teppich zu halten, also möglichst nicht an die große Glocke zu hängen.
Es wurde totgeschwiegen. Das ist der Preis, den das Land und die Leute zahlen müssen, damit die Trasse, das große Rohr, das russische Gas in den Westen bringt. Die geteilte Stadt Berlin ist ein Symbol des Kalten Krieges. Die Völker der Welt, sie schauen auf diese Stadt. Eigene Rohstoffe zur Energieversorgung hat West-Berlin nicht. West-Berlin, diese durch die Mauer abgegrenzte Insel im Ostblock, ist von Rohstofflieferungen aus der Bundesrepublik und der DDR abhängig. 1981 bringt die DDR eine Idee ins Spiel. Man könne West-Berlin an die Erdgastrasse anschließen und mit sowjetischem Erdgas versorgen. Es lockte natürlich die Möglichkeit, mit dem Bau einer Erdgasleitung nach West-Berlin rasch Geld zu verdienen. Also die DDR hat rund 300 Millionen Mark aufwenden sollen für den Trassenbau und hat dafür fast 300 Millionen D-Mark bekommen. Also solche Geschäfte gab es nicht allzu viele für die DDR. Die Mauer ist dann 1985 für wenige Tage geöffnet worden, um die letzten Teilstücke der Erdgasleitung nach West-Berlin zu verlegen. Ironisch gesprochen hat das sowjetische Erdgas die Mauer 1985 das erste Mal durchbrochen. Am 1. Oktober 1985 wird dieses Loch in der Mauer gefeiert, mit einem kalten Buffet in Pipeline-Größe. Schafft ausgerechnet die Trasse ein Rohstoffgeschäft, wovon zu dieser Zeit noch niemand zu träumen wagt? Wenn es, wie hier gelingt, die wirtschaftlichen Interessen von Ost und West zum beiderseitigen Vorteil nüchtern zusammenzuführen, dann kommt dabei nicht nur etwas wirtschaftlich Vernünftiges heraus. Ein solches Geschäft jedenfalls kann auch das Klima zwischen Ost und West insgesamt verbessern. Es beginnt die Zeit der politischen Umbrüche. Das Ende des Kalten Krieges wirft seine Schatten voraus. In Moskau regiert seit 1985 Michail Gorbatschow, der 4. Staatschef seit Beginn der Arbeiten an den Trassen. Die Trassenbauer in der Sowjetunion leben jetzt auch politisch zwischen zwei Welten. In der DDR will man von Gorbatschows neuer Politik nichts wissen. Man hörte natürlich, dass Gorbatschow Glasnost und Perestroika propagierte. Man konnte sich aber noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Wir waren ja auch abgeschnitten von jeglichen Informationsquellen, außer einer blechernen, plärrenden Landfunkstimme da aus irgendwelchen wandmontierten Lautsprechern gab es nichts. Ich hatte dann vor Ort so ein paar Erlebnisse auch, wo man nächtelang zusammensaß, soweit wie das die russische Sprache und die Sprachkenntnisse auch zuließ, mit Komsomol, so muss man dazu sagen, zu diskutieren, die wirklich geglaubt haben, jetzt gibt es einen Aufbruch in eine bessere Welt. Also es war eine richtige große Gorbatschow-Begeisterung da. Das war für mich was völlig Neues, überraschend auch, das hätte ich nie gedacht. Und plötzlich hat ja der Spruch von der Sowjetunion, Lernen heißt Siegen lernen, eine ganz andere Bedeutung. Also man wagte es sich ja kaum noch dann zu Hause das in den Mund zu nehmen, weil man dann richtig blöd angeguckt worden ist. Die Welt steht vor einem Umbruch. An den Trassenbaustellen herrscht Business as usual. Ich erinnere an den Sommer 89, als es in der DDR anfing zu brodeln und wir alle auf Antworten warteten und die Parteiführung an der Spitze mit Erich Honecker nur Schweigen hervorbrachte. Und die Antworten, die dann kamen, die waren alle zu spät. Nichts kann die Arbeit an der Erdgastrasse stoppen. Noch nicht einmal der Zusammenbruch des Ostblocks. Den Mauerfall am 9. November 1989 erleben tausende DDR-Arbeiter in der Fremde. Thomas Helm ist mittlerweile aus dem Ural an eine andere Baustelle versetzt worden. Ich habe abends mit meiner Frau auf der Bettkante gesessen und wir haben Radio gehört. Es war schon gegen Mitternacht. Und da hat die Deutsche Welle plötzlich eine Sondersendung gebracht. Und die Nachricht, dass also an der Bornholmer Straße dort die Mauer aufgemacht worden wäre.
So, haben wir uns angeguckt, meine Frau und ich, haben gesagt, das muss man ja erst mal verarbeiten. Und dann sagt meine Frau, das müssen unsere Leute wissen. Und da sind wir von Zimmer zu Zimmer gezogen. Manche waren ja noch wach, aber die meisten haben dann schon gepennt. Und haben die alle wach gemacht und haben die informiert, dass die Mauer gefallen ist. Die haben uns natürlich für verrückt erklärt, aber so. Und dann ging das dann rum und der nächste Tag war dann natürlich recht hektisch, muss ich sagen. Also es wurde dort arbeitsmäßig nicht die Leistung gebracht, die eigentlich geplant war, sondern die Leute haben sich natürlich mit diesem Thema beschäftigt. Auch nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung wird an der Pipeline weitergebaut. Die DDR und auch die Sowjetunion erleben die Fertigstellung Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Was bleibt, ist das große Rohr, das die Welt verändert hat. Als Teil eines gigantischen Ost- und West verbindenden Pipeline-Netzes, erdacht und gebaut mitten im Kalten Krieg, gegen Widerstände und scheinbar unüberwindbare Systemgrenzen. Man kann es sinnbildlich als symbolischen Akt nehmen und sagen, dass diese Politik des Wandels durch Handel, die begonnen wurde unter Willy Brandt und Walter Scheel, mit dazu beigetragen hat, die Wirtschaften der Sowjetunion und Westeuropas enger zusammenwachsen zu lassen. Und letztendlich war das mit der Hintergrund auch dafür, dass eine friedliche Revolution überhaupt möglich wurde. Weil es halt diese Entspannungspolitik in den 60er, 70er, frühen 80er Jahren gegeben hat. Ich glaube, dass wir noch in 20 Jahren sicherlich uns über die Trasse unterhalten werden, weil auch das Projekt läuft weiter. Es ist noch genug Erdgas vorhanden. Ich glaube, man kann heute definitiv sagen, dass das Ganze ein Jahrhundertprojekt war. Dass es ein Projekt war, das über viele Jahrzehnte in der Vergangenheit und relativ wahrscheinlich in der Zukunft uns, ob wir das nun politisch gerade wollen oder nicht, aneinander bindet. Und dass das im Prinzip eine stabilisierende Wirkung hat. Ja, das Geschäft machen natürlich jetzt andere, klar. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, wir verheizen ja nach wie vor, damit wir nicht frieren im Winter und bei allen Industrieanlagen nach wie vor noch stabil russisches Erdgas. Jeder, der heute hier und auch im Westen in seiner Küche den Gasherd andreht und die blaue Flamme entzündet, das ist das Gas, was durch die Leitung kommt, die wir damals gebaut haben. Die Trasse war für mich eine persönlich so bereichernde und wertvolle Erfahrung, dass ich sie nicht missen möchte. Tja, Jahrhundertbauwerk ist natürlich ein Riesenbegriff, aber es sind Bauwerke, die man nur einmal in einem Jahrhundert errichtet. So wie die Pyramiden. Wir haben da was gepackt. Wirklich. Nicht, dass ich jetzt mit stolz geballter Brust durch die Gegend laufen würde, das erzählen. Aber ich habe es auch entsprechend verarbeitet.